Leute da draußen, ich bin's wieder, euer Dave. Wir sind heute mal hier und machen mal ein ganz anderes Projekt, und zwar eine Katze, wie man schon wahrscheinlich erkennen kann. Der liebe Otto hat mich eben gefragt, ob ich das machen könnte. Er würde das gerne sehen, er ist selber gerade an dem Bild dran. Vielen Dank für das Feedback, finde ich richtig cool. Ich habe euch ja gefragt, gebt mir gerne Anregungen oder Tutorials, wenn ihr was sehen wollt oder eben solche Sachen, ganz gerne. Ich versuche es dann umzusetzen, und jetzt sind wir hier. Vielen Dank, Otto. Der hat mir nämlich auch noch seine Bilder geteilt via E-Mail. Das finde ich sehr cool, also vielen Dank dafür. Das hat mich sehr gefreut, und auch der liebe Schorschmann, vielen Dank für deinen Kommentar. Das fand ich richtig cool auch. Freut mich einfach richtig zu sehen, dass die Leute das einfach damit was anfangen können, dass ihr das so feiert. Gibt mir immer wieder einen richtigen Boost und einen neuen Antrieb. Also vielen, vielen Dank dafür. Genau, wir gehen jetzt einmal kurz an das Bild ran. Wir haben hier jetzt wieder einen Leinwandkarton, also eine Leinwand bespannt auf so einem dickeren Karton. Die ist jetzt schon einmal vorgrundiert in schwarz. Ich habe mit dem Meißenstift das Ganze mal vorgezeichnet und werde jetzt quasi das Ganze freihand ausarbeiten. So würde ich jetzt vorgehen. Genau, und das werde ich jetzt einfach mal so anfangen. Ich werde das jetzt im Zeitraffer machen, weil da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Und ich werde eben viel mit der Freihandschablone arbeiten, um einfach so gerade schöne Kanten hinzukriegen, und den Rest ist eigentlich wieder Fell. Da kann man eigentlich, ja, ich versuche es relativ viel Freihand zu machen, weil ich nicht so der Fan vom Kratzen oder Radieren bin. Kann man aber gerne machen, wenn man es möchte. Ich werde auf jeden Fall versuchen, so viel wie möglich mit der Airbrush zu machen. Vielleicht was mit dem Pinsel oder noch mit dem Stift vielleicht, je nachdem. Und dann halt viel noch die Freihandschablone. Die gehört einfach dazu. Genau, das wäre eigentlich schon das wollte ich vorab mal noch kurz sagen. Und dann würde ich sagen, ab zum Maltisch und wir rocken das Projekt. So, da sind wir zurück am Maltisch und wir fangen natürlich das ganze Projekt an, indem wir wieder mit einem verdünnten Weiß das Ganze bearbeiten und vormalen quasi, und dann wieder mit Schwarz und Weiß dann hin und her wechseln. Aber wir beginnen hier jetzt natürlich mit Weiß, und ja, ihr werdet sehen, ich lege jetzt am Anfang relativ viel mit der Airbrush los und lege auch relativ weit weg immer dann so die Felloptik hin. Bloß ist mir halt bei dem Bild extrem aufgefallen, dass diese Katze mega krasse kleine Härchen hat, was wirklich krass ist. Und damit es mit der Airbrush einfach viel zu aufwendig war, habe ich dann sehr vermehrt nachher auf den Pinsel zurückgegriffen. Das werdet ihr dann sehen. Da habe ich dann das ganze Fell immer vorgearbeitet mit dem Pinsel und habe dann mit der Airbrush immer das Ganze wieder ein bisschen runtergedampft, ein bisschen weicher gemacht, das Ganze. Ich habe tatsächlich mal hier probiert auch, wie das funktionieren würde mit dem Kratzen, aber dadurch, dass die Leinwand, ich glaube zweimal habe ich sie grundiert, ist die so stark eingezogen mit dem Ganzen, dass die quasi sich gar nicht kratzen lässt, weil dann immer nur schwarz auf schwarz rauskommt, und das macht da wenig Sinn. Also da auch nicht zu empfehlen fürs Kratzen. Da braucht man dann schon Airbrush-Papier oder ähnliches. Und genau, wir zeichnen jetzt mal ein bisschen das ganze Weiße aus, und ich melde mich dann wieder, wenn es wieder etwas Spannendes zu erzählen gibt.
Und wir versuchen natürlich hier ein bisschen Struktur reinzubringen in die Nase und ins Fell, indem wir da ein bisschen dieses kräuselige Arbeiten haben und eben nicht einfach nur das Ganze stumpf ausmalen und nur einen Farbverlauf machen, sondern wir bringen hier natürlich schon eine gewisse Struktur rein, damit es auch ein bisschen echter und plastischer aussieht. Kann man sich natürlich auch irgendeine Schablone zur Hilfe nehmen, die so ein wirres Muster drin hat, aber wir machen das jetzt hier komplett freihand und dann sieht es halt nachher gleich deutlich besser aus. Und wie gesagt, für solche Projekte benutze ich ganz gerne immer meine Freihandschablone, wenn ich dann nachher kurz die Zähne unten mache oder so, damit die dann halt einmal richtig schön sauber und gerade und sauber aussehen. Oder wie in dem Fall hier jetzt einfach die Zähne airbrushen, indem man auf der einen Seite die ansetzt und es dann einfach rauslaufen lässt und jetzt genau auf die gegenüberliegende Seite geht und da hat man sehr schnell, sehr einfach, sehr scharfe Kanten und das sieht dann halt gleich richtig rund aus, geht natürlich relativ schnell. Da kann man sich natürlich auch Schablonen ausschneiden, wenn man noch nicht so geübt ist, aber das hier ist einfach die schnellere und einfache Variante für mich. Anfangs habe ich natürlich auch mit selbstgebastelten Schablonen von den Bildern halt immer gearbeitet und habe die rausgeschnitten. Kann man natürlich auch alles machen. Ist gar kein Problem, aber wie gesagt, da muss man sich einfach ein bisschen helfen. Deswegen sage ich ja, die Freihandschablone, die gehört einfach dazu. Ist einfach ein Muss, damit das halt auch wirklich so sauber aussieht. Es gibt ja, also man kann ja Freihand schon einiges machen, aber so scharfe Kanten sind einfach durch das Medium Airbrushen nicht zu handeln. Die kann man Freihand einfach so gut wie nicht machen. Also man kann schon sehr nah ran und sehr fein arbeiten, aber so eine richtig scharfe Kante, die kriegt man eben nur mit der Freihandschablone hin. Deswegen kann ich die euch nur empfehlen. Kauft euch eine, bastelt euch eine selber, je nachdem, wie ihr das machen möchtet. Und genau, jetzt hier fange ich noch ein bisschen an am Anfang am Kopf mit der Arbeit, also den vorderen Teil der Schnauze mache ich noch mit der Airbrush, den Kopf später und den Rest, den werde ich dann definitiv mit dem Pinsel machen, da ist mir der Aufwand einfach auch viel zu groß. Und genau, jetzt machen wir da nämlich erstmal noch ein bisschen weiter und dann hören wir uns nachher wieder.
So, jetzt greifen wir mal zu dem Schwarz. Das ist ein Deckschwarz, ein opakes von der Firma Schminke und das auch mit Wasser verdünnt. Wie gesagt, ich verdünne die Farben immer. Ich benutze die selten komplett unverdünnt. Und jetzt bringen wir eben schon Details und Schatten und Konturen rein. Ich wechsle da immer so ein bisschen hin und her. Ich lege jetzt nicht immer alles direkt einmal mit Weiß vor und dann mit Schwarz, sondern ich mache das immer so, wie ich gerade lustig bin. Mal mache ich mehr, mal weniger, wie es gerade eben so float und reinläuft. Und genau, da bin ich dann auch mal ein bisschen am Hin- und Herwechseln. Mal fummel ich da wieder darum, dann gehe ich doch wieder kurz zu den Zähnen und dann mache ich wieder da oben weiter. Da muss ich immer aufpassen, dass ich dann irgendwann auch zum Ende komme und nicht zu viel dran rumwurstel. Und genau, das Schwarz eben auch verdünnt, ist es eben wichtig, damit das alles passt. Und auch hier wieder vorsichtig und in Schichten arbeiten, damit einfach nichts groß passiert. Und genau, lieber ein-, zweimal mehr über eine Stelle fahren, als nachher zu satte Farben zu benutzen, weil das zu korrigieren ist wesentlich schwieriger, wie wenn es so ein leichtes Schwarz ist. Da kann man dann mal schnell wieder zur Weiß switchen und es dann einfach umändern und dann hat sich das erledigt. Und dann geht es schon, sondern einfach schauen. Und das gleiche hier bei den feinen Arbeiten. Man sieht, ich bin mega dicht an der Oberfläche dran. Also da einfach aufpassen, wenn ihr Anfänger seid. Dann nehmt ihr natürlich die Schutzkappe vorne dran, weil wenn ihr dann da einmal anstößt, dann ist die hinüber die Spitze. Da braucht man schon eine gewisse Erfahrung und ein gewisses Gefühl einfach für den Untergrund, wie nah man ran kann und wie nah nicht. Wobei ich fairerweise sagen muss, ich glaube, gerade bei dem Projekt bin ich einmal dran gedotzt, weil ich ja unachtsam war. Da habe ich nämlich doch einiges gebrusht am Stück. Und dann war meine Kleine noch die ganze Zeit am Rumfetzen und hat rumgeschrien und so. Und dann war ich kurz unachtsam, bin ich auch einmal angeeckt. Die Nadel habe ich natürlich direkt herausgenommen und habe sie mit dem Tool wieder geschärft und wieder gerade gemacht. Das ist auch in dieser Tutorial-Reihe hier drin, da könnt ihr euch gerne anschauen. Das Video, wie man kaputte Nadeln wieder richtet. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ich habe mir seitdem schon, wie gesagt, keine einzige mehr gekauft. Ich habe nur so viele hier rumliegen. Und wenn ich die halt zwischendrin mal wieder schärfe und so, die laufen wieder so gut. Also ich bin von dem Tool mega beeindruckt und spare mir natürlich damit einen Haufen Geld. Kann ich euch nur empfehlen, schaut es euch an, besorgt euch so ein Ding. Wenn ihr Anfänger seid, macht ihr sowieso die eine oder andere Nadel sicher hier. Also ich habe Unmengen verschlungen am Anfang, weil ich natürlich auch jemand bin, der dann gleich ohne Kappe arbeitet und dann reihenweise die Dinger hier gemacht hat. Und kann ich euch nur empfehlen einfach. Genau.
hier kann man eben schön sehen, wie man so ein Fell, so eine Struktur imitieren kann, indem man so kräuselig airbrusht, indem man eben nicht so feine Verläufe macht, sondern wirklich sehr wackelig arbeitet, um eben so ein Fell zu imitieren. Das finde ich immer nicht schlecht, hat mir bloß dann im Endeffekt einfach zu zweidimensional gewirkt, einfach zu platt. Das hat mich dann ein bisschen gestört irgendwann. Und dann habe ich hier eben ein bisschen rumexperimentiert und habe mir gedacht, komm, scheiß drauf, ich nehme den Pinsel, dann kriege ich feinere Strukturen noch rein und spare mir da auf jeden Fall die mega Arbeit damit und habe das dann auch im Endeffekt so gemacht. Nicht wundern, also das Video läuft komplett am Stück. Ich habe natürlich bloß Pausenzeiten und so rausgeschnitten, die einfach uninteressant sind, wenn ich mir einen Kaffee hole und die Kamera lief. Da ist es für euch nicht so interessant. Das habe ich natürlich rausgeschnitten. Ansonsten läuft es natürlich konstant durch. Ihr seht, wie auch ich solche Projekte nicht fehlerfrei mache, wie viel ich da rumswitch. Ich habe das mega oft, dass ich erst, wenn ich das am Projekt wirklich dran bin, mir dann Sachen überlege oder einfallen oder wie mache ich eigentlich dies, wie erzeuge ich diese Oberfläche, wie mache ich das. Das kommt meistens so im kreativen Prozess von dem Ganzen. Also ich mache das auf jeden Fall so, andere mögen das vielleicht anders machen. Aber ich für meinen Teil bin da immer recht frei und wurschtel an solchen Sachen dann halt immer meistens dann einfach frei darin herum. Wie gesagt, transparenter kann man solche Videos, glaube ich, nicht machen. Viele schneiden natürlich ihre Fehler raus oder zeigen es erst gar nicht oder beschleunigen es so, dass man es halt gar nicht sieht. Ich zeige es euch hier komplett ohne Wenn und Aber. Und da seht ihr dann einfach mal, wie sowas wirklich von A bis Z funktioniert. Also das Bild habe ich an einem Tag komplett durchgeairbrushed. Deswegen war ich auch hinten raus ein bisschen müde. Es kostet auch immer viele Anstrengungen, wenn man wirklich konstant dran bleibt. Wie gesagt, deswegen bin ich auch sicher dran gedotzt, weil ich einfach an dem Tag schon einen Haufen Zeug gemacht habe und ein bisschen im Arsch war. Aber es hat mir trotzdem mega Spaß gemacht. Also was das Künstlerische angeht, bin ich immer on fire. Wenn es mich dann mal so packt wie an so einem Tag, dann mache ich das auch wirklich gerne. Also ist nicht so, dass ich mich dazu zwinge, sondern ich kann eigentlich nicht aufhören, sondern ich mache dann die ganze Zeit weiter und mache und mache. Bis dann mal meine Frau reinkommt und sagt, Junge, wie wär's mal mit ein bisschen was essen hier? Dann sage ich, okay, jetzt mache ich vielleicht doch mal ein Päuschen, weil die sind ja schon ein paar Stunden rum. Also wie gesagt, das Ganze entsteht meistens so ein bisschen dann beim Airbrushen. Ja, und wie gesagt, hier verarbeite ich noch ein bisschen detailhafter am Kopf, oberen Teil, um die Schnauze herum, unter den Augen und so. Da wird es dann auch bei der Katze relativ grob, sage ich mal, von den Haaren. Da arbeite ich dann halt nachher viel mit dem Pinsel, gehe dann auch nochmal oben ein bisschen drüber. Aber das seht ihr eh noch alles. Und genau, das wollte ich einfach nur dazu sagen.
Oder jetzt kommen wir langsam zu dem Punkt, da habe ich mal einen kurzen Cut gemacht, wo ich eben sage, hey, das ist doch ganz schön mega krass aufwendig für das Ganze. Da schnaufe ich schon. Und da greife ich eben zu einem Pinsel. Ich hatte nicht mehr so passende Pinsel da, wenn ich ehrlich bin. Da waren schon ein paar ziemlich durchgerockte. Die waren eigentlich, der zum Beispiel ist jetzt ein bisschen zu groß gewesen für das Ganze, aber ich hatte ja wie gesagt groß nicht mehr viel anderes da. Und den habe ich dann noch ein bisschen abgeschnitten vorne, damit er wieder nicht ganz so abgefuckt war. Und dann hat es doch nicht ganz so gepasst. Da habe ich dann eben recht lange rumgefummelt, noch ein paar andere Pinsel rausgesucht und so weiter. Ist ja nicht mehr mit mal gerade schnell irgendwo was einkaufen. Was gerade so Künstlersachen angeht, ist gerade mit diesem scheiß Lockdown einfach ein großer Mist. Ärgert mich halt zunehmend. Aber was will man machen, das haben wir alle. Genau, aber da nehme ich, wenn ich mit dem Pinsel arbeite, nehme ich ganz stark verdünnte Farbe. Aus dem einfachen Grund, dass es meistens sich nicht so gut ins Bild einfügt, so Pinselarbeiten, weil die einfach die sind recht scharfe, also die Pinselstriche sind recht scharfkantig, sagen wir es mal so. Die Airbrush ist ja sehr weich und smooth und Pinsel eben nicht. Und dann sieht es meistens recht schnell unorganisch aus, wenn da nachher Pinselstriche mit drin sind. Das wirkt manchmal nicht so schön. Um dem ein bisschen entgegenzuwirken, nehme ich dann halt Farbe, die sehr stark verdünnt ist, damit die schon mal nicht so dick aufträgt, damit ich das schon mal ein bisschen runter reduziere. Und dann arbeite ich natürlich nachher wiederum noch mit Airbrush drüber, damit ich das Ganze auch noch mal ein bisschen runternehme, damit das halt auch noch mal ein bisschen feiner ist. Damit es eben nicht so krass aussieht. Und ist dann halt immer ein bisschen ein Hin- und Her-Gemixe, auch gerade mit Verdünnen und muss man einfach ein bisschen rumexperimentieren. Aber das werden wir jetzt relativ viel sehen, also wundert euch nicht, aber das ist die Technik, die für mich hier gerade am meisten Sinn macht und auch am besten funktioniert und why not? Da kann man dann gerne drauf zurückgreifen.
da bin ich wieder. Und jetzt sieht man eben, was ich vorhin gemeint habe, durch dieses feine Arbeiten mit dem Pinseln, mit dem Airbrush, wieder mit der Airbrush arbeiten und wieder drüber arbeiten und. Kriegt man doch eine recht coole Struktur von dem Fell hin. Und es sieht dann doch gar nicht so verkehrt aus. Hier unten links an der Schnauze, das habe ich jetzt aber auch rausgeschnitten, weil das einfach nur ein kurzer Test von mir war. Da habe ich eben mal geguckt. Einfach, weil es mich wirklich interessiert hat. Wie gesagt, ich bin nicht so der Fan vom Kratzen, aber da habe ich mir gedacht, ich gucke einfach mal, wie das auf dem Untergrund, weil ich den eigentlich ja bis jetzt auch noch nicht viel, also bis auf an einem anderen Projekt bis jetzt auch noch nicht benutzt habe. Diesen Leinwandkarton hier, habe ich einfach mal geguckt, wie er sich kratzen lässt, und es funktioniert also nicht. Also es wird wahrscheinlich schon funktionieren, wenn man die nicht so stark imprägniert, wie ich das gemacht habe, aber ich habe da einfach mal reingekratzt, relativ stark, und die ist halt so eingesogen mit dem Schwarz, dass es kaum einen Unterschied macht. Und deswegen, oh, schon wieder Post. Da muss ich dann mal schnell hin. So, Post angenommen, alles easy. Hund ist auch wieder versorgt. Jetzt wollte ich nochmal kurz zum Kratzen kommen, genau. Da habe ich jetzt zum Beispiel sehr stark kratzen müssen, um so einen Effekt zu erzielen. Und das mag ich dann halt nicht, weil man da halt einfach nachhaltig die Oberfläche beschädigt, also richtig beschädigt. Und das ist halt das, was mich beim Kratzen, was mir halt richtig auf den Sack geht, dass ich dann einfach das Bild einfach so beschädige, und nee, das mag vielleicht auf dem Airbrush-Papier oder anderen Untergründen oder auf Metall, ja, da funktioniert es eigentlich relativ gut, ja, und wenn man es dann versiegelt mit Klarlack, auch kein Problem, aber auf so einer Illustration, muss man immer abwiegen, mir taugt es halt nicht, und deswegen habe ich da einfach den Pinsel genommen, und ich finde das Ergebnis trotzdem sehr schön, und deswegen sage ich ja immer ein bisschen rumexperimentieren, nicht so limitieren auf eine Sache oder zwei, sondern einfach ein bisschen schauen, was kann man nutzen, was kann man machen und es dann umsetzen, und dann hat man auch schönere Ergebnisse am Ende.
So, Dale. Jetzt, zack, der kleine Schüttler. Das war meine Tochter, die ist einmal ins Zimmer gestürmt und hat einfach mal das ganze Stativ angestoßen. Die wollte unbedingt mitmalen. Die hat die ganze Zeit gesagt, Papi, bitte malen. Und da habe ich natürlich gesagt, Schätzele, gar kein Thema. Du kannst dem Papi natürlich helfen. Ohne dich funktioniert es natürlich gar nicht. Ja, sie ist mittlerweile sehr, sehr malbedürftig und möchte auch mal gern malen. Und da habe ich mir gedacht, komm, ist so ein süßer Fratz. Ich habe es einfach mal drin gelassen, weil ich es so goldig finde. Vor allem, wie sie dann auch die ganze Zeit aufs Referenzbild rechts am Computer guckt. Das ist so süß. Es ist einfach, will es halt machen wie der Papi und einfach nur goldig. Tja, hat sich mit drauf verewigt auf dem Ganzen. Und ja, das wollte ich euch einfach auch noch dazu zeigen. Das fand ich so süß von meiner kleinen Maus. Und genau, jetzt, ihr seht, ich benutze auch mit dem Pinsel nicht nur weiß, sondern natürlich auch schwarz, um Details reinzubringen in die Haare, schwarze und weiße, damit das beides sich so ein bisschen abhebt und dann auch eine gewisse Struktur erzeugt. Und da sieht man dann, dass so Step by Step das Bild immer lebendiger wird und größer, und das ist halt immer so ein Rumprobieren. Das hätte man natürlich auch alles mit der Airbrush machen können, aber sind wir mal ehrlich, das ist ein Riesenaufwand. Den wollte ich mir ehrlich gesagt auch nicht geben. Da habe ich einmal vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Hier habe ich schon wieder oben ein bisschen mehr vorgearbeitet, aber es ist jetzt hier auch halb so wild. Und genau. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr so ein langes Video hier findet, ob ihr das cool findet, das komplett am Stück zu sehen, oder ob ich es streckenweise kürzen soll, beziehungsweise beschleunigen oder nicht. Lasst mich das gerne wissen in den Kommentaren, wenn ihr mehr sowas sehen wollt oder auch nicht.
Sodale, und auch hier bei den Details am Mund, in der Nase oder an den Augen immer in Schichten arbeiten. Lieber weniger und stärker verdünnte Farben benutzen, statt zu satte und zu dick, weil so lassen sich eventuelle Fehler und Nacharbeiten viel leichter korrigieren. Auch ich arbeite nicht immer hundertprozentig genau auf dem, wo ich drauf malen möchte, sondern vertue mich auch mal oder habe eine zu zittrige Hand oder so. Und da ist eben das Schichtenarbeiten viel, viel besser und gibt euch dann nochmal die Chance, nochmal ein bisschen zu korrigieren. Also die Menge macht das Ganze und da einfach drauf schauen, dass es dann gut passt. Und ja, jetzt sind wir, was den Kopf angeht, schon relativ weit. Der Rest wird nachher ein bisschen weniger aufwendig, weil wir den Fokus von dem Foto eigentlich auch, der Oberkörper ist eigentlich relativ stark verschwommen, weil der Fokus eigentlich bei dem Bild auch auf dem Kopf ist. Ich werde es noch ein bisschen andeuten, es nicht ganz so verschwommen machen, und mit dem Pinsel geht es dann da recht einfach und recht schnell. Deswegen sind wir schon mal gar nicht weit weg. Respekt an die Leute, die jetzt noch dabei sind und das Ganze hier sehen. Wir sind jetzt natürlich hier schon bei 1 Stunde 30. Das ist nicht ohne. Also Respekt an die Leute, die noch da sind und sich das Ganze geben. Das supportet mich natürlich auch, wenn ihr die Videos so lange anguckt. Das ist für mich natürlich auch richtig cool. Und genau, jetzt machen wir hier die Iris. Auch da will ich natürlich kein Overspray haben und das Auge ist auch recht, hat auch recht scharfe Kanten, und da wieder Freihandschablone. Geht schnell, gibt eine schöne Kante und passt gut. Und dann werden wir nämlich hier die Augen jetzt noch weiter fertig ausarbeiten.
Und wie ihr gesehen habt, greife ich da bei dem Auge, habe ich jetzt auch bei den Lichtspiegelungen einfach mal ganz frech zum Stift gegriffen. Das ist ein Stift extra für Airbrush-Farben. Da ist Airbrush-Farbe drinnen, was ich ziemlich cool finde. Und spart mir einfach einmal eine Schablone, wo dann Punkte oder das ist, was ich brauche. Weil da möchte ich auch wieder eine sehr saubere, scharfe Kante haben und das ist mit dem Pinsel einfach, mit dem Stift einfach viel schneller zu handeln und einfacher zu machen. Und genau, jetzt fangen wir nämlich an mit dem Rest von der Mieze. Hier probiere ich mal einen größeren Pinsel aus, weil ich mir gedacht habe, komm, bei der Masse nehmen wir mal den größeren. Hat, glaube ich, auch so semi-geil funktioniert. Und ja, habe ich mich wieder geärgert und zu einem anderen gegriffen. Das meine ich, aber ich probiere da selber auch einfach um. Das ist halt das, was ich meine. Da sieht man einfach mal, wie ich arbeite komplett und auch selber schauen muss, wie ich was mache. Und genau, da seid ihr einfach hautnah mit dabei, wenn ich auch mal was nicht so Geiles hinkriege. Und wichtig ist einfach zu probieren, zu testen, dran zu bleiben und was Sauberes zu finden. Ich hatte da jetzt das Problem, ich habe die Farbe in so einer Farbkasten drin, wo ich die immer reinträufel und verdünne. Und da ist schon mittlerweile so viel Farbe drin, dass die Farbe, die ich neu reintue, immer so relativ schnell versickert und aufgesogen wird von der anderen Restfarbe, die da immer noch so rumlag. Und da muss ich auf jeden Fall mal ein neues Mischtableau oder so herholen, weil das hat immer wieder die Farbe so schnell aufgetrocknet, dass ich dann immer wieder mischen musste und dann hat es mal hier besser geklappt, mal da weniger und jetzt läuft es ganz gut. Jetzt habe ich die Struktur, die ich haben möchte, die gefällt mir richtig gut. Da stimmt gerade einfach die Pinselhaltung, das Mischungsverhältnis von der Farbe ganz gut. Gibt gleich einen sehr coolen Effekt und das zum Beispiel hat mir dann wieder richtig Spaß gemacht und wie gesagt, einfach immer ein bisschen rumexperimentieren. Da probiere ich tatsächlich nochmal den dicken Pinsel. Ich mir dachte, der muss eigentlich ganz gut passen und ja, man sieht, der passt halt doch nicht so geil. Wie gesagt, da probiere ich dann doch immer wieder rum. Mit dem Gesicht zu entnehmen, ich finde das gerade auch richtig wieder angeschissen. Das kann nicht sein, dass dieser große Pinsel so bescheuert malt, aber es ist jetzt auch nicht gerade der teuerste. Und es macht echt einen großen Unterschied, ob man mal gescheite Pinsel hat oder nicht. Ich habe jetzt für das Leinwandgrundieren immer einen sehr teuren, hochwertigen Pinsel. Und der ist auch relativ breit, aber der ist so smooth und weich. Damit kann man so geil die Sachen bemalen. Das hier ist natürlich jetzt so ein Billig-Schrottpinsel, ja. Ein richtiges Billo-Ding. Und da muss man immer abwägen. Da werde ich mir jetzt auch mal irgendwas Gescheites herholen, weil das ist einfach nur zum Kotzen. Die malen einfach bescheuert. Das war jetzt hier zweckmäßig und sehr aufwendig. Ich glaube, mit einem gescheiten Satzpinsel wäre das ja deutlich besser und angenehmer gelaufen. Hätte wahrscheinlich auch mit dem großen besser funktioniert. Aber ja, da habe ich mal wieder am falschen Ende gespart. Und das rächt sich dann eben in solchen Sachen. Genau.
Hier sieht man jetzt einmal schön, wie ich das mit dem Schichten auch meine, auch bei dem Fell. Ich habe jetzt einmal mit Weiß das Ganze vorgearbeitet und das hat ja sehr stark rausgestochen und war sehr eindimensional. Jetzt haben wir mit Schwarz A-Schatten gesetzt, das Fellmuster gemacht, wie man unten rechts dann sieht. Und jetzt nehmen wir nochmal das Weiß eben und wieder den Pinsel und arbeiten jetzt nochmal fein drüber und dadurch kriegen wir jetzt so einen ganz feinen Look hin. Das ist eben so, die einzelnen Fellhaare sind. Das sieht man dann eben dann recht gut. Und das meine ich, das ist eben relativ wichtig und da muss man einfach mal schauen, dass man eben in Schichten arbeitet, um auch die Effekte zu erzielen, die man haben möchte. Und damit das Ganze dann eben passt. Wie gesagt, ich war jetzt nicht ganz zufrieden mit dem Pinsel, den ich benutzt. Der ist ein bisschen kacke, aber am Ende des Tages hat er sich meinem Willen gebeugt. Und es hat funktioniert. Und jetzt kriegen wir eben durch den etwas dunkleren Hintergrund, durch die graue Abstufungen davor, kriegen wir natürlich jetzt so eine Dreidimensionalität von den Haaren rein. Das wollen wir ja haben, damit es authentischer und echter aussieht. Und das meinte ich eben da einfach immer. Wichtig ist einfach auf den Aufbau zu achten und das Ganze, damit es auch einfach organisch und plastisch und gut aussieht.
So, jetzt sind wir ja schon relativ weit. Jetzt haben wir schon einen Untergrund, einen Hintergrund meine ich. Hier arbeite ich jetzt noch ein bisschen die Felle, die Schnurhaare mit dem Pinsel aus. Den einfachen Grund, ich habe jetzt mit der Airbrush-Pistole heute schon oder halt die Tage davor noch 2 andere Projekte gemacht und habe die immer nur zwischengereinigt kurz. Das merkt man jetzt langsam, dass die immer zuhörer und zuhörer wird und nicht mehr ganz so sauber arbeitet. Deswegen habe ich mich hier einfach mal kurz dafür entschlossen, einfach schnell mal mit dem Pinsel zu arbeiten, um das sauber hinzukriegen. Also wie gesagt, da nur keine falsche Scheu. Das kann man ruhig machen, das ist gar kein Thema. Funktioniert auch auf Metalloberflächen sowas. Also da muss man einfach nur schauen, wie es dann, was es am Ende ergeben soll. Und genau, das sieht ja schon alles ziemlich nice aus. Wir werden jetzt nachher noch die Augen einfärben, dann nehme ich für ein schönes Grün. Dann nehme ich erst ein helles Gelb und werde dann ein Grün nehmen und das Ganze noch richtig schön einfärben. Und hier und da noch so ein paar Kleinigkeiten und Spots. Ja, nicht wundern, auch am Ende des Bilds habe ich das Ganze natürlich noch nicht mit Firnis versiegeln können, weil ich gerade keinen habe. Da habe ich jetzt erst welchen wieder bei einem großen Online-Portal bestellen müssen. Ja. Man kriegt ja sonst gerade gar nichts nirgendwo her, ist richtig toll. Und deswegen da nicht wundern. Da sehen die Farben auch, gerade das Schwarz wird nochmal so viel dünkler. Das gibt immer so einen schönen Kontrast nachher. Da holt man auf jeden Fall nochmal einiges raus. Da werden auch die Haare nochmal deutlich besser zur Geltung kommen. Und da einfach nicht wundern. Das ist einfach nochmal um Längen besser. Und genau. Jetzt schauen wir halt einfach nur noch, dass das Ganze passt. Und so wie hier jetzt auch mal gerne, da gehe ich etwas weiter weg von dem ganzen Projekt, um mir das Ganze komplett mal anzuschauen aus der Ferne. Das kann ich euch auch nur empfehlen, das ist ein guter Trick oder Tipp besser gesagt, um nochmal einen neuen Fokus und eine Sicht auf so ein Bild zu kriegen. Das mache ich auch immer ganz gerne, wenn ich mir dazwischendrin meinen Kaffee hole und dann zurück ans Projekt gehe und einfach mal von der Ferne mir das Ganze anschaue und dann sehe ich meistens, oh shit, da stimmt ja irgendwie der Schatten überhaupt nicht oder da habe ich viel zu hell gearbeitet. Das fällt am meisten dann in so einem kreativen Wahn, sage ich mal, gar nicht auf, wenn man so dicht dran arbeitet. Deswegen empfiehlt sich das immer, da einfach mal zu schauen und zu machen und einfach mal einen kurzen Abstand oder mal kurz rausgehen, so wie ich das dann manchmal mache, einfach auch mal schön kurz mit dem Hund laufen, zurückkommen und dann sich wieder frisch und erholt an so ein Projekt ransetzen. Kann manchmal wahre Wunder wirken, vor allem wenn es dann mal nicht so geil läuft. Das hatte ich ja auch schon des Öfteren, dass mal nicht so gut lief. Das ist ja auch ganz normal. Gehört auch dazu. Ja, und das ist schon eigentlich relativ cooles Projekt und hat mir auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Da kommt dann die Tage noch was dazu, zu dem Ganzen hier. Dazu aber dann mehr in einem anderen Video. Und genau, das ist eigentlich schon das Ganze. Und das hat jetzt knappe 2 Stunden gedauert und das Bild ist jetzt dann fertig und ich bin damit auch wirklich sehr zufrieden. Und ja, da habe ich zu viel Farbe genommen bei dem Schnurrhaar, aber ist jetzt hier nicht so wild, da muss man aber trotzdem immer schauen. Genau, ich habe es halt wie gesagt hier mit dem Pinsel gemacht, weil die Airbrush so schon gerade schön am Verstopfen war. Und ich keinen Bock hatte, die jetzt nochmal zu reinigen kurz vorm Ende. Und die dann eben so blöd gearbeitet hat, dass die Schnurrhaare nicht schön aussahen. Deswegen fahre ich die jetzt halt nochmal bedingt mit ein bisschen Pinsel nach. Und da seht ihr dann eben, dass auch nicht immer alles bei mir rund läuft. Das ist einfach so. Beim Airbrushen, da gibt es viele Dinge zu beachten und ja, auch mir passieren noch Fehler genug.
eigentlich schon der ganze Zauber. So, da sind wir schon am Ende. Wir haben jetzt noch die Augen schön eingefärbt in dem grün-gelb. Und da haben wir das Endergebnis. Ich bin wirklich sehr zufrieden damit und finde es richtig mega. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr mich da supporten würdet mit einem Daumen nach oben, mit einem Like, mit einem Kommentar. Das wäre auch noch richtig super. Und wenn ihr mir für die ganze Arbeit noch einen kleinen Obolus da lassen wollt, dann könnt ihr das
ab heute auch gerne machen. Ich habe extra ein PayPal-Konto eingerichtet. Das ist in der Infobox unten die Adresse, wenn ihr das machen möchtet, oder über Patreon, das habe ich auch eingerichtet. Könnt ihr gerne machen, ist kein Muss, aber würde mich natürlich auch mega freuen. In diesem Sinne, ein schönes Erwaschen, bis zum nächsten Mal.